Labubu. Wir rufen nachher nämlich noch über sein Handy Labubu.exe an, damit er hierher kommt und wir es auch noch aufschneiden können. Das machen wir aber erst bei 10.000 Likes auf dieses Video. 10.000 Likes schaffen wir locker, Freunde. Gebt jetzt einfach alle einen fetten Daumen nach oben, damit wir noch den bösen Labubu.exe aufschneiden können. Aber jetzt schauen wir erstmal, was hier noch in dem blauen Labubu drin ist. Ich greif mal wieder rein. Und hier drin bewegt sich irgendwas. Ich zieh's mal raus und das ist eine riesige Spinne. Wow. Labubu hat die einfach gegessen. Und jetzt krabbelt sie einfach hier auf den Boden rum. Sie kommt immer näher, Freunde. Wow. Lassen wir sie mal weiter hier rumkrabbeln. Und schauen, was noch so in Labubus Magen drin ist. Hier drin ist auf jeden Fall super viel Schleim. Super eklig. Das Ding ist zwischen diesem Schleim spüre ich ja auch was Hartes. Ich zieh's mal raus und da ist die Magensäure vom Labubu. Wow, hier steht auch super sauer drauf. Machen wir dieses Döschen direkt mal auf. Ich glaube, wir müssen es hier unten aufdrehen. Ja, jetzt ist es offen. Und hier drin sind ganz viele kleine Päckchen, so wie es aussieht. Und auf denen steht auch noch mal extrem sauer drauf. Öffnen wir mal eins davon. Und wow, hier drin ist so eine Kugel. Probieren wir die mal. Durch Chakausi. Und wow, die hat wirklich super sauer geschmeckt. Freunde, würdet ihr euch trauen, die Magensäure von einem Labubu zu essen? Schreibt's mal in die Kommentare. Deswegen ist, ich habe da eine Idee, Freunde. Was wäre, wenn wir den Labubu auch noch hier oben am Kopf aufschneiden? Um zu schauen, ob er ein Gehirn hat. Ich würde sagen, das machen wir direkt mal so. Messer rein. Und ich schneide ihn auf. Boah, das geht übel schwer. Aber ich hab's geschafft. Und jetzt greifen wir direkt mal in seinen Kopf rein. Let's go. Boah, meine Hand steckt komplett in ihm drin. Und ich spüre da auch irgendwas. Ich zieh's mal raus. Und das hier, wow. Das ist ein Schädel, Freunde. Schaut mal, der hat auch so zwei Augen. Und hier unten steht irgendwas. Schneide das Gehirn auf. Wow, was Labubu will. Dass wir in das Gehirn von diesem Schädel hier oben reinschauen? Okay, dann machen wir das direkt mal. Das wird jetzt ein bisschen eklig, Freunde. Aber vielleicht finden wir da drin ja irgendwas. Ich mach mal einen Schnitt so. Hier einmal durch den Schädel durch. Wow, ja, ich spüre da irgendwas. Lass uns das Gehirn mal aufmachen. Und wow, hier drin ist doch eine Mini-Labubu-Figur, oder? Ich zieh sie mal raus. Und wow, ja. Schaut mal, das ist ein Mini-Labubu. Und da hängt überall noch so ein bisschen Gehirn von dem Schädel dran. Ist ja super eklig. Na, stellen wir den mal hier zur Seite. Und schauen mal, was hier noch im Kopf vom blauen Labubu drin ist. Wow. Und ja, ich spüre noch mehr. Ich bin hier vorne bei seiner Nase. Und wow, dahinter war seine Rotze. Die ist in diesem Döschen hier drin. Und da steht drauf, dass man damit extrem saure Blasen machen kann. Wie eklig. Machen wir mal die Verpackung weg. So, und öffnen das Döschen. Mit der Rotze, so. Hier drin ist sie und mit diesem Strohhalm können wir da jetzt reinblasen. Und diese sauren Blasen machen. Let's go. Oh, boah, die werden übel groß. Habt ihr das gesehen? Aber jetzt würde ich sagen, probieren wir auch noch ein bisschen was von seiner Rotze. Rein damit in den Mund. Aber die schmeckt super eklig. Das ist ganz normale Rotze. Die essen wir lieber nicht nochmal. Das Ding ist, wow, hört ihr das? Hier aus dem Bauch von Labubu kommt doch irgendein Hundebell. Er hat doch nicht etwa einen ganzen Hund gegessen. Hoffentlich nicht, Freunde, aber ich schau mal nach. Und wow, ich glaube, ich hab da was. Ich glaube, der Hund, der hier drin ist, hat mich gebissen. Weg mit dir. Aber das ist wirklich ein kleiner Mini-Hund. Ich setze ihn mal hier auf den Boden, dann kann er ein bisschen spielen. Und wir holen währenddessen direkt die nächste Sache aus seinem Magen raus. Ich habe hier drin noch was Riesiges gespürt. Oh, ich glaube, ich hab's. Und das ist ein riesiges XXL-Gummibärchen. Freunde, das ist größer als mein Kopf. Und der Labubu hat es in einem Stück gegessen. Aber gut, macht Sinn, er hat ja auch einen riesigen Mund. Da passt es rein. Aber lasst uns dieses Gummibärchen jetzt direkt mal aus seiner Verpackung holen und probieren. Also ich habe schon oft Gummibärchen gegessen, aber noch nie ein so riesiges. Ich beiß mal hier in die Seite rein. Und boah, das schmeckt super lecker. Freunde, wenn ihr auch so ein riesiges Gummibärchen haben wollt, dann abonniert jetzt mal kostenlos diesen Kanal. Aber jetzt bin ich gespannt, was hier noch so im blauen Labubu drin ist. Ich greife ein bisschen hier runter in Richtung von seinem Darm. Und wow, ich glaube, ich habe ihn gefunden. Ich zieh ihn mal raus. Wow. Freunde, sein Darm ist einfach irgend so eine grüne Röhre. Und hier oben steht was dran. Saug an ihm. Was? Das heißt, wir sollen hier oben in dieser Röhre saugen? Igitt, da kommt doch bestimmt super ekliges Zeug raus. Na egal, wir machen das Ganze trotzdem. Ich zieh dran. Igitt. Und aus seinem Darm kamen ganz viele farbige Kugeln raus. Die fühlen sich übel eklig im Mund an, aber wartet mal. Wenn man die zerkaut, platzen die. Und da drin ist voll die leckere Flüssigkeit. Die schmeckt voll nach Blaubeere. Lass uns davon noch ein bisschen mehr trinken. Aber naja, ich steck seinen Darm mal wieder in den rein. Und wir schauen mal, ob wir hier unten noch was finden. Und boah, ja, hier ist noch viel mehr, Freunde. Ich zieh mal eine große Sache raus, die ich hier spüre. Und das ist ein Labubu-Ei. Boah, das sieht ja viel zu krass aus. Das ist so blau. Wie unser blauer Labubu hier. Und hier steht drauf, dass in diesem Ei ein Labubu drin ist. Und der riesig werden soll. Und dafür muss man das Ei nur ins Wasser legen, steht hier hinten drauf. Und dann sollte er schon nach einigen Minuten schlüpfen. Okay, dann machen wir das mal. Wir holen das Ei aus seiner Verpackung raus. So, ich hab's, boah, das ist übel schwer. Und jetzt legen wir es direkt in dieses Aquarium mit Wasser, was ich schon vorbereitet habe. So, rein damit.
Oh, Freunde, es hat gerade schon übel krasse Geräusche gemacht. Und das bedeutet der Labubu da drin. Läuft bestimmt super schnell. Hoffentlich ist es nicht Labubu.exe. Naja, ich drück das einmal unter Wasser. Oh, schaut mal, das blubbert schon übel krass. Na, ich glaube, der Labubu da drin braucht noch 1-2 Minuten, bis er hier draus schlüpft und in der Zeit. Schauen wir, was noch so in ihm drin ist. Freunde, bleibt dran, um nicht zu verpassen. Wie der Labubu hier drin schlüpft. Jetzt greif mir in einen Körperteil von Labubu. Wo ich bisher noch nicht war. Und das ist sein Bein, Freunde. Lass uns mal schauen, was hier so drin ist. Und boah, mein ganzer Arm steckt einfach in ihm. Das Ding ist, wow. Ich spüre was und das ist übel lang. Ich glaube, das ist ein Beinknochen. Ich zieh ihn mal raus und wow. Freunde, das ist kein normaler Knochen, Sondern das ist der längste Kaugummi der Welt. Holen wir den mal aus seiner Verpackung raus. Wow. Und boah, der ist wirklich übel riesig. Schaut mal, der ist länger als mein kompletter Arm. Glaubt ihr, wir können den an einem Stück essen, Freunde? Lass es uns mal versuchen. Ich weiß mal das erste Stück Arm und wow. Das ist übel hart, Freunde. Ich glaube nicht, dass wir den ganzen in den Mund bekommen. Naja, wir versuchen. Es ist noch ein kleines Stück übrig. Und wir haben alles geschafft. Boah, das war eine richtig krasse Challenge. Jetzt greifen wir mal noch mal in seinen Magen rein, Freunde. Denn hier drin ist auch noch was Riesiges. Und das ist übel hart. Was hat der blaue Labubu denn da gegessen? Ein Spiegel? Sieht ganz so aus. Stellen wir den mal hier hin. Boah, schaut mal hier unten. Da ist so ein Pfeil und da steht drauf, dass wir auf diesen Knopf hier drücken Sollen wir sollen. das wirklich machen, Freunde? Ja, uns bleibt eigentlich keine andere Wahl. Ich drück drauf. So, wow. Schaut mal, da ist ein Gesicht im Spiegel aufgetaucht. Hallo, wer bist du? Ich bin ein geheimer Labubu und in diesem Spiegel hier gefangen. Was? Du bist im Spiegel gefallen? Wie können wir dich daraus Wir befreien? brauchen die Macht des Abo-Button. So, wenn viele von euch abonnieren, kann ich hier entkommen. Wir alle müssen jetzt sofort abonnieren. Ist ja viel zu krass, dann macht das jetzt alle direkt mal. Und wenn genug von euch das machen, Dann können wir den Labubu hier drin befreien. Und boah, ich bekomme gerade auch schon ganz viele Benachrichtigungen. dass voll viele von euch abonnieren. Das Ding ist, der Labubu ist immer noch da drin. Warum kommst du nicht raus? Wir müssen alle abonnieren, damit ich genug Kraft habe. Oh nein, jeder muss abonnieren. Okay, dann los, Freunde. Wir müssen den Labubu hier draus befreien. Und so lange schauen wir mal, was hier im Ohr von unserem blauen Labubu drin ist. Hier drin spüre ich nämlich auch irgendwas. Ich schneide hier oben einmal rein. So, das Ohr ist offen. Und hier drin ist auch übel schleimig. Das Ding ist, oh, ich ertaste da irgendwas. Und das ist übel hart, ich zieh's raus. Und was ist das denn? Freunde, das hier oben sieht so aus wie der blaue Labubu. Und hier unten steht Springlolli drauf. Hä, was soll das denn sein? Packen wir den direkt mal auf. So, hier ist der Lolli. Und wenn wir die Ohren von diesem Labubu zusammendrücken, dann dreht er sich einfach. Das heißt, wir können ihn so in unserem Mund drehen lassen. Ich probiere ihn mal. Der schmeckt ja super lecker und boah, schaut mal. Der hat meine Zunge einfach übel blau gefärbt. Das ist der coolste Lolli jemals. Das Ding ist, Freunde, hier in Labubus Kopf. Sehe ich gerade noch was und das ist sein Gehirn, glaube ich. Ich greife da noch mal rein. So, ich hab's und ja! Schaut mal, ich hab sein Gehirn in der Hand. Und boah, das fühlt sich übel wabbelig an. Und wir können es so zusammenquetschen. Wow. Das ist einfach ein Quetschgehirn. Aber gut, setzen wir es ihm lieber schnell wieder ein. Weil ansonsten kann er ja nicht mehr denken. Jetzt schauen wir aber noch mal in seinen Bauch rein. Weil hier drin ist noch mehr. Labubu hat einfach alles gegessen. Was er finden konnte. Und ich glaube, diese Sache hätte er lieber nicht essen sollen. Das hier ist ein Labubu XXL Seifenblasenblaster. Boah, der ist wirklich riesig. Und ich würde sagen, den probieren wir auch direkt mal aus. In 3, 2, 1 und let's go. Und wow, da kommen ja super viele Seifenblasen raus. Habt ihr schon mal so viele Seifenblasen gesehen? Also ich nicht. Das ist der krasseste Seifenblasenblaster, den ich je hatte. Wow. Na, tun wir den mal zur Seite. Und schauen mal, ob er noch mehr krasse Sachen gegessen hat. Boah, ja, sieht ganz so aus. Denn hier drin ist auch noch ein Labubu-Roboter. Boah, das ist ja viel zu krass und er bewegt sich. Stellen wir ihn mal auf den Boden. So, hier damit. Boah, der tanzt übel. Schaut mal. Das ist einfach ein tanzender Labubu-Roboter. Ist ja viel zu lustig. Das ist, wow, jetzt hat er keinen Strom mehr. Er ist ausgegangen. Und deswegen schauen wir jetzt direkt mal, ob wir noch was im Labubu finden. Und boah, ich glaube, ich kann hier über seinen Bauch auch hinter seine Augen greifen. Ja, ich bin dahinter. Und boah, da ist auch irgendwas. Ich zieh's mal raus. Und das ist so eine Brille mit 2 Augen vorne dran. Ist ja super lustig. Setzen wir uns die mal auf. Wow. Schaut mal, die Augen sind gerade einfach runtergefallen und wackeln jetzt hier übel rum. Das ist die verrückteste Brille, die ich jemals anhatte. Ich würde sagen, die lasse ich jetzt erstmal auf und wir schauen jetzt mal, ob wir noch was in seinem Kopf finden. Und wow, ja, hier hinter seinem Mund ist irgend so ein Fläschchen und das ist Labubus Spucke-Schau? Igitt, das heißt, in diesem Fläschchen ist einfach eklige Labubu-Spucke. Tun uns davon mal ein bisschen was auf die Hand und schaut mal, die sieht übel schleimig aus. Das Ding ist, boah, die riecht übel lecker. Denkt ihr, wir können die essen, Freunde? Probieren wir direkt mal ein bisschen was davon. Und boah, ja, die schmeckt nach Apfel. Aber irgendwie auch so ein bisschen eklig. Die fühlt sich übel schleimig im Mund an. Würdet ihr euch trauen, seine Spucke zu probieren? Nein, Freunde, der Labubu ist immer noch ziemlich dick. Und das bedeutet, es muss immer noch super viel in ihm drin sein. Und boah, ja, ich hab da irgendwas Rascheliges. Das knistert übel, ich zieh's raus. Und das ist eine Labubu-Überraschungstüte. Freunde, in dieser Tüte ist irgendeiner von diesen Labubus hier drin. Wir wissen aber nicht welcher. Und ich würde sagen, wir finden es jetzt zusammen raus. Ich reiß die Tüte direkt mal auf. Und schau rein und wow. Wir haben ein
einfach den pinken Labubu gezogen, Freunde. Der sieht super krass aus. Der hat sogar ganz pinke Augen. Und boah, Freunde, in diesem Labubu spüre ich auch noch irgendwas. Hier ist bestimmt auch was drin, wenn wir ihn aufschneiden. Freunde, wenn wir das machen sollen, dann schreibt jetzt mal Labubu in die Kommentare. Und dann schauen wir, was in diesem kleinen pinken Labubu drin ist. Jetzt schauen wir aber erstmal, ob wir hier im blauen Labubu noch was finden. Und boah, ich glaube, hier unter dem Magen ist noch was. So, ich habe noch ein bisschen tiefer reingeschnitten. Und das ist ein grünes Alien? Ja, das ist auch übel schleimig. Und das hat einfach im blauen Labubu drin gelegt. Das Ding ist, ich glaube, das ist kein normales Alien. Denn wir können hier an der Seite irgendwas wegziehen. Und dieses Alien öffnen, glaube ich, ja. Klappen wir es mal auf und wow. Hier drin sind 2 Päckchen gewesen, Freunde. Und das eine ist das Herz vom Alien. Und das andere sein Körper. Und in beiden Päckchen spüre ich irgendwas. Freunde, ich würde sagen, wir öffnen zuerst mal das Päckchen von seinem Körper. Und schauen, was da drin ist. So. Es ist offen und schaut mal, da drin ist irgend so ekelhafter Schleim mit so Schnüren. Und dazwischen steckt so eine blaue Labubu-Figur. Hier befreien wir die mal von dem Schleim. So, jetzt ist sie sauber und wow, die hat hier vorne so einen Knopf. Was passiert, wenn wir den drücken, Freunde? Ich würde sagen, wir finden es direkt mal raus. Let's go. Wow. Die hat gerade einfach ihr Gesicht gewechselt. Drücken wir ihn mal nochmal. Und jetzt hat sie wieder ein anderes Gesicht. Wie cool. Damit könnte ich den ganzen Tag spielen, Freunde. Das Ding ist, jetzt bin ich umso gespannter, was in diesem Herzpäckchen hier drin ist. Ich spüre drin nämlich auch noch was. Ich reiß das Herzpäckchen mal auf. Und hier drin ist auch wieder voll viel Schleim. Und in dem Schleim ist ein Auge. Hier geht und eine ganz kleine Labubu-Figur. Das Ding ist... Freunde, riecht ihr das gerade? Hier, ich glaube, der große blaue Labubu hat gefurzt. Boah, das stinkt so krass. Aber da fällt mir ein, wir haben noch gar nicht hier unten zu seinem Po geschaut. Vielleicht ist da auch noch was und wow. Ja, ich hab da was. Ich hol's mal hier oben zum Ausgang. Und das ist eine Labubu-Toilette. Daher kommt also der Gestank. Schauen wir mal, was da drin ist. Und wow. Hier drin ist so ein kleines Katapult. Und wow, hier ist noch was. Nämlich ein Kackerhäufchen. Wow, das müssen wir bestimmt auf das Katapult legen. Und dann hier rüber in die Toilette blastern. Machen wir das direkt mal. Let's go und wow. Ja, wir haben reingetroffen. Das ist ein lustiges Toilettenspiel. Das Ding ist wow. Dieser Zauberspiegel macht gerade wieder Geräusche. Ich glaube, wir haben die Abonnenten erreicht. Und das bedeutet, jetzt kommt dieser geheime Labubu aus dem Spiegel hier raus. Macht euch bereit, Freunde. Ich glaube, er befreit sich gleich. Ja, Freunde, der Labubu ist hier rausgekommen. Und das ist einfach ein pinker Labubu. Ist ja viel zu krass. Ich bin auch schon super gespannt. Welcher Labubu nach aus dem Ei schlüpft. Hat sich aber noch nicht so viel getan. Ich glaube, wir müssen noch ein bisschen warten. Jetzt schneiden wir den Körperteil vom Labubu auf. Das wir heute noch gar nicht aufgeschnitten haben. Und das ist hier an seiner Hand. Wir schauen jetzt nämlich in seinen Daumen rein. So, er ist offen. Und ich mal raus, was da drin ist. Und das ist ein blauer Daumen. Wie krass. Und den kann man hier oben irgendwie aufmachen. Und darin ist ein Daumen-Lolli. Boah, der riecht super krass. Aber das ist noch nicht alles. Denn hier unten kann man noch was abschrauben. Und da drin ist so komisches blaues Pulver. Dippen wir den Daumen mal da rein. Und probieren beides zusammen. Let's go. Boah, und das war übel sauer und hat ein bisschen nach Stinkefuß geschmeckt. Ich glaube, das ist das ekligste, was wir heute gegessen haben. Ich greife direkt mal nochmal in Labubu rein. Hier drin ist noch mehr Schleim. Und noch irgendein Spielzeug, glaube ich. Ja, schaut mal, hier ist der Labubu. Und vorne dran ist ein Auto. Und das hat hier oben einen Luftballon, der sich aufbläst, wenn wir an dieser Pumpe pumpen. Das ist ja viel zu krass. Machen wir den mal voll. Immer mehr und mehr. Wow. Jetzt ist das Auto einfach losgefahren. Und das war super schnell weg, Freunde. Das hätte ich nicht gedacht. Hier im Bauch von Labubu sehe ich jetzt aber noch eine letzte Sache. Und die ist übel klein. Oh, hier in seinem Kopf ist noch mehr drin. Dann holen wir erstmal diese Sache raus. Und das eine kleine Mini-Gurke? Ja, ich hasse Gurken. Und die ist auch noch extra eingepackt. Dann holen wir sie mal aus ihrer Verpackung raus. Und schau mal, diese Gurke ist übel wabbelig. Die ist bestimmt schon übel vergammelt. Naja, ich würde sagen, ich beiß trotzdem mal in sie rein. Und schaut mal, Freunde, in dieser Gurke ist irgend so ein Gelee. Aber das ist keine normale Gurke, sondern eine Gummibärchen-Gurke. Die ist eigentlich gar nicht so schlecht. Jetzt greife ich mal nochmal in Labubus Kopf. Ich habe hier gerade noch was gesehen. Das hat nämlich übel geglänzt. Und das ist ein goldener Schädel. Wow, der ist auch übel schwer, Freunde. Und ich glaube, der ist aus echtem Gold. Das mal und wow, ja. Wenn wir den verkaufen, sind wir reich. Stellen wir den mal zur Seite und schauen, ob wir hier drin noch was finden. Und oh ja, ich habe hier irgendwas. Und das ist wieder so ein kleines Fläschchen. Und da steht Gehirnlecker drauf. Ja, das ist also irgendein Gehirnspray von Labubu. Machen wir das mal auf und probieren das. Das schmeckt übel bitter, aber macht Sinn. Das ist ja auch flüssiges Gehirn. Das Ding ist, das ist noch nicht die letzte Sache, die ich hier drin gesehen habe. Hier ist auch noch irgendein anderes Päckchen drin. Und das ist so eine eklige Süßigkeit aus seinem Gehirn und Zähnen. Ja, das sieht viel zu eklig aus. Ich glaube, das essen wir lieber nicht. Das Ding ist Labubus Herzfrequenz wird wieder höher. Das heißt, irgendwas stimmt mit seinem Herzen. Wir müssen schnell rausholen und schauen, was damit ist. Ich glaube, ich hab sich dies raus. Aber eigentlich sieht das aus wie ein normales Herz. Wie komisch. Setzen wir es mal wieder ein. So, und jetzt schlägt es wieder normal. Aber wow, unser Labubu-Monster aus dem Eis geschlüpft. Und ich würde sagen, wir holen das jetzt direkt mal raus. Ich greife rein. Und das ist ein schwarzer Labubu. Wie krass, so einen habe ich noch nie gesehen. Es hat sich gelohnt, den Labubu aus dem Ei zu züchten. Der ist bestimmt super selten. Aber wow. Freunde, der blaue Labubu, den wir gerade operiert haben, ist verschwunden. Oh nein, der ist bestimmt aufgewacht. Und von hier weggelaufen. Oh nein, wir müssen ihn ganz schnell wieder hierher bringen. Er ist bestimmt durch diese Tür gegangen. Wir schauen jetzt direkt durch. Freunde, abonniert jetzt kostenlos diesen Kanal. Und keine Videos mehr zu verpassen. Und gebt einen fetten Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Aber gut, jetzt schauen wir vor die Tür. Machen Sie auf und